Hallöchen Leute und willkommen zum zweiten Teil meiner Videoreihe How to Emotes. In dieser Videoreihe führe ich euch durch, wie ihr Emotes macht, worauf ihr achten müsst, welche Programme ihr nutzen müsst und so weiter, wie man skizziert, wie man es koloriert. Im ersten Teil ging es um die technischen Grundlagen, um welche Dateiformate nutzt man, welche Bildmaße braucht man, welche Software nutzt man und so weiter. So, falls euch diese technischen Grundlagen noch interessieren und ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr hier irgendwo das erste Video noch sehen. Und in diesem Video zeige ich euch im Prinzip zwei Sachen. Einmal die Ideenfindung und was gibt es halt so für klassische Emote-Typen und worauf kann man da so ein bisschen achten und wie findet man Referenzen, wie macht man sich da einen Charakter oder was stellt man da? Und dann fangen wir direkt von vorne an, ein Emote zu skizzieren. Die Vorlage haben wir ja schon gemacht beim letzten Mal, die übernehme ich jetzt. Das ist jetzt nicht die Vorlage, die ihr runterladen konntet, sondern die wir selbst gemacht haben, aber die taugt genauso und da fangen wir dann an. Also zuerst einmal widmen wir uns der Frage, was für ein Emote zeichnen wir überhaupt? Welchen Charakter nehmen wir und welche Emotionen sollten wir am besten nehmen? Was eignet sich gut als Emote? Also Ideenfindung ist nicht ganz so einfach. Versuchen wir erstmal die Emotes in Kategorien aufzuteilen. Was gibt es denn für unterschiedliche Typen von Emotes? Also einmal haben wir ganz normale Charaktere als Emotes. Das heißt, das könnte ein Mensch sein, wie ihr hier seht, oder ein Tier oder irgendein Fantasy-Wesen. Aber in der Regel halt entweder ein Tier oder man selbst als Emote-Charakter. Und dann gibt es Emotes, die Objekte sind. Sowas hier, wie dieses Schild oder diese Warnweste oder hier ein Boot oder ein ZBM aus Stargate. Und dann gibt es noch sowas wie Hilfs-Emotes, die man alleinstehend eigentlich nie nutzt. Wie zum Beispiel hier, das sind von Twitch selbst Emotes. Diese Arme, die nutzt man eigentlich nur in Kombination mit anderen Emotes. Auf Twitch für ein Affiliate nicht so günstig, da man begrenzte Emote-Slots hat und die dann vermutlich nicht für sowas verwenden möchte. Aber als Partner oder für Discord oder so vollkommen legitim. Also wie ihr schon hier an dieser Auswahl von meinen Emotes seht, die meisten der Emotes sind halt doch Charaktere. Und manchmal halt Objekte, wenn es Sinn macht, wenn man die oft nutzt, wenn man die beim Raid zu einem anderen Kanal spammt oder so. Oder wenn man sie als Logo für Kanalpunkte nutzen möchte. Und deswegen werde ich hier in dem Video mehr auf die normalen Charakter-Emotes eingehen und auch dann ein solches mit euch zeichnen. Und der absolute Klassiker bei Charakter-Emotes ist einfach man selbst. Da muss man wenig kreative Arbeit leisten, weil man ist selbst in der Regel einzigartig genug, um als Emote zu funktionieren. Ich meine, hier sehen wir ein paar Personen. Bonuspunkte, wenn ihr die Streamer erkennt. Oder man nimmt eben ein Tier. Das ist auch ein klassisches Motiv. Ein Tier, was man mag. Also wenn ich Tier-Emotes, die erfunden sind, selbst gestalte, dann versuche ich die immer ein bisschen einzigartig zu machen. Denen irgendwie einzigartige Merkmale zu geben, wie zum Beispiel ein Hut oder ein Schal. Hier mein altes Emote hat einen Hut. Und gutes Beispiel ist auch der Waschbär von Mr. Happy Pants. Der hat hier so eine Maske, das ist ziemlich cool. Viele der Tiere basieren dann halt natürlich auf Haustieren und die werden dann meistens eher normal dargestellt, ohne Extras, wie zum Beispiel diese Katze hier oder Kays Hund oder der Gecko von Baz auf I'm Ironham. Der Vorteil von Baz Kronengecko ist, dass das ein sehr untypisches Tier ist und deswegen halt auch als Tier selbst etwas heraussticht. Oder das Bärbeltier von Johnny Bärbel mit der Brille. Aber wenn es geht und man sich selber ein Design aussucht, dann ist es empfehlenswert, sich etwas abzuheben. Da Vorsicht, was oft gemacht wird, aber eigentlich nicht erlaubt ist Charaktere aus Filme oder Spiele oder Anime zu nutzen. Also ihr habt sicherlich hier oder da schon mal ein Pikachu oder ein Ruffy als Emote gesehen, aber an sich dürft ihr nur Emotes hochladen, mit denen ihr keine Urheberrechte verletzt. So, und jetzt noch ein paar weitere Infos bzw. Tipps zu Emotes. Mit eins der wichtigsten Dinge bei Emotes, die einem klar sein sollte, ist, Emotes brauchen, wie der Name schon sagt, eine Emotion bzw. ein Gefühl als Grundlage. In Form von Mimik, von Gestik oder auch unterstützenden Symbolen, wie hier dieser Symbolismus für wütend sein, was man oft
oft in Anime sieht. Oder auch hier so eine Schimpf-Sprechblase oder leuchtende Augen, sowas. Ihr müsst euch nämlich fragen, wie nutzt ihr selbst Emotes von anderen Streamern oder auch Emojis? Eigentlich ja dann, wenn ihr entweder eine Aussage damit machen wollt. Ihr könnt ja einfach in einem Chat einen geschockten Smiley machen und das ist schon eine Aussage. Oder einen nachdenklichen und das ist schon eine Aussage. Oder einen wütenden und das ist schon eine Aussage. Oder ihr wollt eben eine Textaussage, die ihr gemacht habt, mit einem Emote verstärken. Zum Beispiel, wenn ihr was Trauriges sagt und dann eben einen traurigen Smiley hinterher setzt. Deswegen kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr die Emotionen und die Mimik in den Emotes recht überspitzt oder sehr stark darstellt. Weil ich zeichne gerne im Anime-Style und typisch für so einen Anime-Style ist eigentlich eine sehr subtile Mimik. Dagegen werden Chibis und so im Anime-Style oft auch sehr überspitzt dargestellt. Das Ding ist, Emotes sind im Chat ja nur 28 x 28 Pixel groß. Das heißt, umso besser man die Emotion erkennen kann, die dahinter steckt, umso besser. Deswegen traut euch da auch ein bisschen mehr zu zeigen. Versteht ihr? Was sind denn typische bzw. klassische Emote-Motive? Ihr habt zum Beispiel als Affiliate auf Twitch, wenn ihr alle Slots habt, habt ihr 10 Emotes. Und wenn ihr euch für einen Charakter entschieden habt, müsst ihr euch immer noch überlegen, was stellt dieser Charakter jetzt für eine Emotion dar? Was für ein Emote wird das? Und die klassischen Emotes, die ich auch so ziemlich am häufigsten mache, sind Hi. Oder ein Love-Emote mit Herzchen, ein trauriges Emote, ein wütendes Emote, ein hypendes oder begeistertes Emote, ein nachdenkliches Emote, Shrug bzw. achselzuckende Emotes, geschockte oder ein reinluscherndes Emote für Lurk. Im Prinzip müsst ihr euch die Frage stellen, würde ich dieses Emote nutzen im Chat wirklich oder an irgendeinem Satz mal ranhängen? Und ich denke, das bestimmt auch mit die Qualität eines Emotes. Dann noch ein wichtiges Thema, Text in Emotes. Ich persönlich bin kein großer Freund von Text-Emotes, außer der Text soll das Hauptmerkmal sein. Da kann ich euch sogar zwei Beispiele aus meinen Emotes zeigen. Einmal haben wir hier ein Hype-Emote mit dem Text Hype dazu. Also in dem Fall war der Text gewünscht und dann ist das auch vollkommen okay. Also ein Emote sollte bestenfalls so sein, dass man auch ohne den Text erkennen kann, was für eine Emotion das darstellen soll. Und wenn der Text einfach nur der Name von der Emotion ist, dann ist das doppelt, wisst ihr? Dann habt ihr einmal die Emotion selbst und nochmal den Text. Und ich finde, das ist zu viel. Noch ganz davon abgesehen, dass man im Prinzip nur ganz wenig Text nutzen kann, weil man es auf klein sonst nicht mehr sieht. Und viele Emotes nutzen leider den Text, um überhaupt erst die Emotionen sichtbar zu machen. Seht euch selbst mal Emotes an, die ihr auf Twitch seht und versucht den Text auszublenden und ob ihr immer noch sehen könnt, was es darstellen soll. Wenn Text natürlich das Hauptmerkmal des Emotes ist, wie hier zum Beispiel Ironie oder Glück auf, dann ist das okay. Oder hier ein Preisschild. Das sind Aussagen, die man eben nicht nur mit reiner Mimik und Gestik darstellen kann oder halt auch will. Und das ist dann vollkommen in Ordnung. Und noch eine letzte Sache. Ist euch aufgefallen, dass die meisten meiner Emotes ganz leicht nach links gucken? Also eher zum Streamer gerichtet? Ihr müsst euch ja vorstellen, rechts ist der Twitch-Chat und in der Mitte ist der Stream mit dem Streamer. Und wenn das Emote so ein bisschen nach links guckt, dann guckt das irgendwie in den Stream hinein, in den Chat hinein, wirkt somit positiver und offener. Wenn ich dagegen traurige Emotes mache, versuche ich die meistens eher vom Chat abzuwenden. Hier zum Beispiel. Ich meine, ich mache das jetzt nicht konsequent und es ist eine sehr subtile Sache, aber ich fand es ziemlich interessant und auch irgendwie eine nette Sache, auf die man ganz leicht achten kann. Den Tipp habe ich übrigens von Picolade, auch ein toller Emote-Künstler. Und jetzt zum Thema Referenzen. Das Ding ist nämlich, ihr müsst das Emote natürlich nicht frei aus dem Kopf rauszeichnen. In der Regel sucht ihr euch immer Referenzen, um ein Gefühl für das Emote zu bekommen und eben ordentliche Inspiration. Werft einfach mal Google Bilder an oder eben eure Lieblingssuchmaschine. Suchbegriffe, die ich nutze, sind zum Beispiel den Namen der Emotion plus Emote oder den Namen der Emotion plus Chibi. Zum Beispiel wie Sad Chibi oder Happy Emote. Da findet man ziemlich gute Beispiele. Aber Achtung, zeichnet diese Emotes nicht komplett ab, sondern versucht euch Inspiration von mehreren Bildern zu holen und dann zu euren eigenen Style zu finden.
Und auf keinen Fall dürft ihr Bilder tracen, also über die Linien drüber zeichnen. Ich meine, wenn ihr privat für Kunstwerke Szenen aus Anime oder Bilder abzeichnet oder drüber zeichnet, dann ist das sicherlich eine ganz gute Übung. Aber sobald ihr das auf Twitch verwenden wollt oder auf irgendeine Art und Weise Geld damit verdienen wollt, ist es eben nicht mehr okay und wird eher als Diebstahl angesehen, weil ihr eben Kunst von anderen klaut. Und wenn ihr eure Emotes auf Twitch verwendet, dann dient das ja auch mit als Anreiz dazu, dass Leute bei euch abonnieren und damit euch Geld geben. Also gut, nach vielem Gerede fangen wir jetzt wirklich mit dem Emote an. Also zuallererst, bevor ihr anfangt, ist es wichtig, dass ihr eine gute Ordnung in euren Ebenen habt. Dafür könnt ihr Ordner nutzen. Also standardmäßig mache ich das meistens so. Ich habe einen Ordner für alles, den nenne ich A. Und in dem Ordner mache ich 3 Ordner rein. Die verschiebe ich jetzt. Ganz oben habe ich den O-Ordner für Outlines, den C-Ordner für Koloration oder Color und den S-Ordner für Skizze. Hier in FireAlpaca habt ihr auch noch die Möglichkeit, den Ordner als Draft Layer oder als Skizzenordner zu markieren. Kann man machen, ist ganz nett. Das sorgt dann im Prinzip nur dafür, dass ihr beim Abspeichern diesen Ordner nicht seht. Aber da ihr beim Abspeichern immer alles ausblendet, ist das eigentlich Wurst. Aber wir machen es mal rein. Jetzt gehen wir in den Skizzenordner, machen da eine neue Ebene und mit dem Brush Tool, den stelle ich jetzt mal auf Stift. Und für dieses Emote dachte ich mir, mache ich einfach einen süßen kleinen Hamster, der winkt als ein Hi-Emote. Jetzt fangen wir einfach mal mit einer Kartoffel an. Hamster sind kleine Kartoffeln. Und der Hamster hat süße Öhrchen. Wenn ihr seht, ich mache das alles sehr grob und transformiere viel. Das führt natürlich dazu, dass die Lines sich ein bisschen verwaschen, aber das ist okay. Der muss natürlich auch noch irgendwie winken. Ich meine, der ganze Hamster muss nicht im Emote drin sein. Der kann ruhig ein bisschen angeschnitten sein. Die Kernaussage des Emotes, die sollte sichtbar sein. Also in dem Fall das Winken. Der Hamster ist unten ein bisschen fetter. Hier wären die Füßchen, aber die sieht man eh nicht. Seine andere Hand ist dann hier irgendwo. Muss ich schauen, dass ich die nicht zu groß mache. Ich werde wahrscheinlich auch ein kleines Video machen zu Shortcuts in Software, wie man Ebenenmasken nutzt und sowas. Dinge, die ich hier vielleicht noch kurz erkläre, die werde ich dann ein bisschen genauer beschreiben. Hier wechsle ich zum Beispiel mit B auf den Brush, mit E auf den Radiergummi, sowas halt. Mit V könnte man zum Beispiel das Auswahlwerkzeug nehmen. Auf S haben wir den Select Brush, der ist auch ganz nice. Dann kann ich mit V das einfach rumziehen. Das sind Shortcuts, die gehen in fast allen Programmen. So B auf Brush, das seht ihr überall. Süße Augen. Geben wir dem noch ein breites Grinsen. Dann noch ein Näschen. Bisschen Ohren. Ich glaube, das ist okay. Was ich noch in die Skizze packen kann, was in die Lines nicht kommen, sind so Dinge, die ich dann als Farbe einfach mache. Also hier möchte ich zum Beispiel ein bisschen Tatzenabdruck. Und ich möchte Blush. Und der Hamster soll vielleicht nachher noch irgendwie ein Muster haben. Dem Hamster geben wir jetzt aber noch ein bisschen mehr Persönlichkeit. Gebt dem noch eine kleine Schleife auf den Kopf. Und gebt dem
cute Wimpern. Und nachher sind die Augen noch ein bisschen sparkly. Für extra cuteness. Hier wird man auch noch sowas wie eine Zunge sehen. Okay, ich denke, das ist gut. Okay, jetzt haben wir eine fertige Skizze von dem Hamster und im nächsten Video machen wir die Lines, wir machen die Koloration drunter, wir machen die Effekte dran und dann machen wir die Nachbearbeitung und speichern das Ganze dann in den richtigen Formaten, die ihr für Twitch braucht. Und wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr einfach nur erzählen wollt, wie ihr das macht oder ob ihr das anders macht, dann lasst gerne einen Kommentar unter dem Video. Gut, dann gebt noch dem Like-Knopf eine Schelle und lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn es euch geholfen hat. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream auf Twitch. Also bis dann, tschüssi.